Die Leonie hat sich von klein auf nie bremsen lassen. Also war immer sehr mutig, wenn nicht, um nicht zu sagen waghalsig. Ich kann mich gut erinnern, dass sie mit 3 oder 4 mit ihrer Sehbehinderung hoch zum Nachbar gelaufen ist. Und abends der Anruf vom Nachbar, ich bringe dir jetzt die Leonie im Wagen, weil die haben versucht, da Hochsprung zu machen. Und dann hat sich die Leonie leider den Knochen gebrochen. Ich probiere alles aus. Also es ist egal, wenn mir irgendjemand was sagt, dass ich das nicht können kann, probiere ich immer einen Weg rauszufinden, wie es dann doch irgendwie geht. Ich habe von Geburt an eine Sehbehinderung. Aktuell sehe ich so zwischen 1 und 2%. Umso heller es ist, desto schlechter sehe ich. Ich brauche einfach, um was zu erkennen, hohe Kontraste und verlasse mir halt auch im Alltag viel mehr wie andere Leute aufs Gehör oder auf den Tastsinn. Ich stehe eigentlich von klein auf Ski, habe dann bei ersten regionalen Wettkämpfen, damals bei Nichtbehinderten, teilgenommen. Und irgendwann wurde da das kleine Mädchen mit dem Guide gesehen und erkannt und dann auch mit 7, 8 Jahren mal gefragt, ob ich nicht auch mal Interesse habe am Parasport. Bin dann so ein bisschen da reingerutscht, mehr oder weniger. Erste Lehrgänge mitgemacht, Wettkämpfe, deutsche Meisterschaften und habe dann gemerkt, okay, im Paralympics-Bereich habe ich da auf jeden Fall eine Chance und habe dann meinen Weg in die Richtung fortgesetzt. Ich war selber mal Biathlet und habe hier oben am Notschreiben mal trainiert und da haben auch die Parasportler trainiert. Und dann habe ich gedacht, okay, ich frage mal bei den Parasportlern an, ob sie Bedarf haben. Und da hat die Leonie gerade einen neuen Guide gesucht. Und dann habe ich es mal mit der Leonie im Training mal ausprobiert. Der Trainer war dabei, hat ein bisschen erklärt, was man so macht, weil die Trainer auch selber Begleitläufer waren oder teilweise noch sind. Mein Guide Christian navigiert mich über die Loipe, indem er akustische Kommandos gibt, also mir die Strecke beschreibt. Ja. Kommt da jetzt ein Anstieg, kommt da eine Abfahrt, gibt es eine Kurve, wann sind die Technikwechsel am besten und natürlich auch am Schießstand ist wichtig, von hinten gerade an die Matte anzulaufen, damit ich auch eine grobe Richtung habe, wo das Ziel ist, damit ich das Ziel nicht so lange suchen muss. Die Leonie ist ein Dickkopf. Wenn die sich was in den Kopf gesetzt hat, dann geht das, dann muss das gehen. Das kann gar nicht anders sein. Leonie ist eine, die hat nie wirklich Ausfälle, egal wie schlimm es ist. Selbst wenn man jetzt eigentlich wirklich mal sagen sollte, das reicht oder man müsste jetzt mal Pause machen, gibt es bei ihr nicht. Was war für die eigentlich persönlich dein größter sportlicher Erfolg? Ich würde auf jeden Fall sagen, schon die Paralympics in Peking. Damit hat keiner gerechnet, dass ich da dann so Medaillen hole. Bin heimgekommen und irgendwie alles war anders und war einfach ein unglaublicher Moment, dann so jung, so kurzfristig dann auch eine Goldmedaille holen zu können. In dem Wettkampf selber habe ich lange davon eigentlich gar nichts mitgekriegt, dass ich da so gut liege. Ich habe gedacht, ich sei eigentlich langsam und sei vom Podium weg. War keiner mehr so um mich rum. Auf der Strecke war eigentlich alles leer. Die Trainer haben keine Durchsagen mehr gemacht, wo ich stehe und wollten halt keinen Druck machen vor dem Schießen. Und nach dem letzten Schießen sagt mein Guide dann zu mir, hey, du bist auf Goldkurs, jetzt nochmal alles geben. Und die letzte Runde habe ich halt noch alles gegeben und hat dann knapp gereicht. Ich würde mir wünschen, dass der Parasport einfach noch mehr gesehen wird, dass die Behinderung vielleicht nicht unbedingt immer nur schwieriger macht, sondern auch interessanter macht, dass unsere Wettkämpfe genauso spannend sind wie olympische Wettkämpfe auch. Da auch gesehen wird, dass wir genauso viel trainieren wie alle anderen das ganze Jahr über. Mailand Cortina 2026 wird für mich bestimmt eine mega schöne neue Erfahrung sein. Den Gesamtweltcup-Sieg habe ich letztes Jahr schon. Aber da mache ich mir einfach dieses Jahr keinen Stress und gucke einfach, dass ich dann wieder diese eine Goldmedaille einfach wiederholen kann, die jetzt 4 Jahre her ist, um zu zeigen, dass ich immer noch am Ball bin und Top-Wettkämpfe laufen kann.